Wusstet ihr, dass es in der Welt eine riesige Menge an seltsamen und manchmal sogar gruseligen Gerichten gibt? Wisst ihr, in welchen Ländern man gerne ein 100-jähriges Ei zum Mittagessen isst und es mit einer frittierten Seidenraupenlarve kombiniert? Schaut euch mein neues Video an und ihr werdet erfahren, welche skurrilen Gerichte Straßenverkäufer und Cafés in verschiedenen Ländern anbieten und welches Streetfood ihr auf keinen Fall probieren wollt. Na, seid ihr bereit? Dann legt die Pfannkuchen mal kurz beiseite und los geht's. Fangen wir mit China an, denn dort isst man alles, was, ich wage es zu sagen, nicht festgenagelt ist. Die chinesischen Städte ziehen Touristen nicht nur mit ihren Sehenswürdigkeiten an, sondern auch mit der für den normalen Europäer ziemlich seltsamen Straßenküche. Für diejenigen, die nach etwas Besonderem suchen, werden Skorpione angeboten, die auf Spießen gegrillt werden. Es wird angenommen, dass der Verzehr von Skorpionen heilende Wirkungen auf den Körper haben kann. Außerdem kann man hier frittierte Seepferdchen, Frösche probieren, deren Beine ohne den Bauch besonders lecker sind, grillen und sogar schwarze Käfer. In traditionellen chinesischen Restaurants kann man exotische Gerichte finden, die für unvorbereitete Gäste schockierend wirken können. Zum Beispiel werden hier Enten und Schlangenköpfe, frittierte kleine Vögel und marinierte Embryos serviert. Diese ungewöhnlichen Leckereien liegen auf dem Buffet und versetzen die Einheimischen nicht in Schrecken. Der Duft von Straßenessen in China zieht über große Entfernungen. Eines der beliebten Gerichte ist Tofu, das mit Milch, Gemüse, Fleisch oder Fischleg oder einer Kombination davon fermentiert wird. Normalerweise wird es frittiert, bis es knusprig ist und mit verschiedenen Saucen in kleinen quadratischen Schalen serviert. Tofu wird auch gedämpft, geschmort und in Suppen gegeben. Einige Varianten dieses Gerichts haben einen ganz speziellen Geruch. Auf den Straßen Thailands und Kambodschas kann man Händler sehen, die knusprig gerüstete Kakerlaken zubereiten und verkaufen. Dieses ungewöhnliche Gericht mag Touristen seltsam erscheinen, aber die Einheimischen betrachten es als Delikatesse. Sie essen Insekten mit Bier als Snack. Wenn Sie den Jackie Chan-Film Taverne on Bays gesehen haben, müssen Sie sich an die ungewöhnliche Kutsche erinnern, die durch die Stadt fährt. Und der Straßenverkäufer wird sofort auf euren Wunsch hin das Essen zubereiten. Solche mobilen Küchen gibt es in Pattaya an jeder Ecke, in denen man gerne Sonnenblumenkerne, das sind die Chitinschalen von Kakerlaken, frittiert und dann in eine Tüte schüttet. Und im Norden Thailands, in der Stadt Chiang Mai, backen Straßenküche Fladenbraute aus Heuschreckenmehl. Heuschrecken werden gut getrocknet, gemahlen und für die Zubereitung verschiedener Gerichte, einschließlich Süßwaren, verwendet. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die einheimischen Insekten in der Küche nutzen. Wenn ihr exotische Gerichte probieren wollt, dann macht euch auf nach Kambodscha. Hier findet im Herbst ein Spinnenfestival statt. Zu dieser Zeit sind alle Stände und Tabletts der Verkäufer mit geräucherten Taranteln und frittierten Vogelspinnen überfüllt. Feinschmecker bevorzugen Spinnenaugen, die für ein armes Land unverschämt teuer sind, ganze $5 pro Portion. Die mexikanische Küche kann selbst die anspruchsvollsten Feinschmecker überraschen. Sie umfasst die unterschiedlichsten Produkte. Von Insekten bis hin zu exotischem Gemüse und Obst. Einige dieser Zutaten mögen für Menschen aus anderen Ländern seltsam und ungewohnt erscheinen, aber in Mexiko gelten sie als Delikatessen. Eines dieser ungewöhnlichen Produkte ist der Huitlacoche, oder wie man ihn nennt, der mexikanische Trüffel. Das ist ein pathogener Pilz, der meist während der Regenzeit befällt. In Europa und den USA wird diese Krankheit als ernsthaftes Problem angesehen, das zu Ernteausfällen führen kann. In Mexiko werden Huitlacoche jedoch als Delikatesse geschätzt. Man sagt, dass er einen Geschmack hat, der an eine Mischung aus schwarzen Trüffeln und Shiitake erinnert, aber mit einem intensiveren rauchigen Aroma. Ein weiteres ungewöhnliches Produkt der mexikanischen Küche sind Quetlas, die Larven des Pfauenaugenfalters. Sie leben auf Bäumen und Pflanzen in Chiapas im Bundesstaat Puebla. Die Einheimischen sammeln sie und bereiten sie mit Guacamole oder anderen scharfen Saucen zu. Quetlas sind seit Hunderten von Jahren ein Teil der Ernährung ländlicher Gemeinschaften. Die Sammlung der Larven erfolgt in der Regenzeit, wenn der Boden zu weich für Feldarbeiten wird. Ein weiteres extremes Gericht sind Alacrones, Spinnentiere, die auch als Skorpione bekannt sind. Diese Insekten sind typisch für die Küche Südostasiens, aber nach der Eröffnung der Restaurants Reises und Las Margaritas in Durango, Mexiko, werden sie auch hier gerne gegessen. Das Konzept dieser Lokale sieht die Zubereitung traditioneller regionaler Gerichte vor, einschließlich Tacos mit Skorpion. Interessant ist, dass man auch auf der Halbinsel Yucatan Skorpione isst. Die Bewohner stellen nachts Eimer mit Wasser neben das Bett, damit verschiedene Arten von Gliederfüßern sich unter die Decke schleichen. Alacrones werden auf verschiedene Arten zubereitet, karamellisiert auf Spießen, in Brühe oder als Tacos serviert. Vor der Zubereitung werden sie in Alkohol eingeweicht und gründlich gewaschen.
Frankreich, ein Land, das für seine exquisite Küche bekannt ist. Aber neben den bekannten Gerichten wie Croissants, Zwiebelsuppe und Ratatouille kann man hier auch Straßenessen probieren, das für Touristen ungewöhnlich erscheinen mag. Eines dieser Gerichte sind Burgunderschnecken. Vor der Zubereitung werden die Schnecken mit speziellen Kräutern gefüttert, die eine reinigende Wirkung haben, gründlich gewaschen und dann mit Knoblauch und Petersilie frittiert. Dieses Gericht hat einen unverwechselbaren Geschmack und ein Aroma, das lange in Erinnerung bleibt. Ein weiteres ungewöhnliches Gericht, dessen Zutaten ich im Voraus entschuldige, besonders bei schüchternen Damen. Das sind, meine Freunde, Lamaya. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Die Zubereitung dieses Delikatesse ist ziemlich einfach. Sie werden gereinigt, 3 Stunden in kaltem Wasser eingeweicht, dann geschnitten und in einer Pfanne mit Zitrone und Petersilie gebraten. Als pikante Zutat dient einheimischer Weißwein. Vor dem Essen dieses Gerichts sollte man Wein trinken. Kastanien sind eine beliebte Straßenleckerei in Frankreich. Und natürlich dürfen wir die gerösteten Kastanien nicht vergessen, die zu den beliebtesten Straßenleckereien in Frankreich gehören. Aus Kastanien werden auch Suppen gekocht und Desserts gebacken. Gerade die gebratenen Kastanien sind bei den Franzosen besonders beliebt. Im Herbst findet man überall Wagen mit gebratenen Kastanien und ihr Aroma weckt selbst bei den sattesten Menschen den Appetit. In Australien, wo Kängurus und Emus nicht nur exotische Tiere, sondern Teil der lokalen Küche sind, können Sie Steaks dieser erstaunlichen Kreaturen probieren. Für die Einheimischen ist das ein diätetisches Gericht mit unverwechselbarem Geschmack, während es für Touristen absolute Exotik ist. Und in Australien grillen sie auch gerne, zum Beispiel Krokodilfleisch. Wie findet ihr so ein Gericht? Eines der bekanntesten australischen Gerichte, das man auf der Straße kaufen kann, ist der Hamburger mit rote Beete. Auf das Patty aus einheimischem Rindfleisch kommt dünn geschnittene rote Beete. Eine sehr interessante Kombination, ungewöhnlich und ausschließlich australisch. Wenn ihr auch mal einen Snack auf der Straße haben wollt, könnt ihr euch eine Portion Pommes mit frittierter Fisch kaufen. Was ist hier so besonders daran? Aber einige Touristen behaupten, dass man dieses Gericht nur frisch zubereitet essen kann. Sonst wird die Kartoffel gummiartig und der Fisch zu einer klebrigen Masse. Dazu möchte ich nichts sagen. Hier, wie man so schön sagt, ist alles Geschmackssache. In Kamerun sind schmackhafte, große Käferlarven sehr geschätzt, besonders die Aufpalmen. Diese proteinreichen Larven sind bei der einheimischen Bevölkerung beliebt. Sie werden oft geröstet und sind eine Delikatesse. Eine ähnliche Tradition des Insektenverzehrs gibt es in Asien, ZB in Indonesien, wo gebratene Larven Anhänger finden. In Simbabwe sind Mopane-Raupen beliebt. Diese bunten Insekten werden gesammelt, ihre Innereien entfernt und die Raupen knusprig geröstet. Außerdem sind in Simbabwe die Mopane-Raupen besonders beliebt. Diese bunten und großen Insekten werden von den Bäumen gesammelt, danach werden ihre Innereien entfernt und die Raupen werden bis zur knusprigen Kruste geröstet. Laut denjenigen, die dieses ungewöhnliche Gericht probiert haben, schmeckt es wie Hühnchen. Für die meisten Touristen kann so ein Essen allerdings ziemlich exotisch und ungewohnt erscheinen. Wenn ihr Geleefisch und Sulze mögt, dann wird euch diese Delikatesse sicherlich gefallen. Es geht um Gelee-Aal. Hier gibt es nur eine Sache, die verwirrt. Äußerlich sieht er eher aus wie eine Schlange. Dafür gibt es praktisch keine Knochen. Für diejenigen, die noch nie Sulze probiert haben, sagen wir mal für Amerikaner, kann so ein Gericht seltsam erscheinen. Die englische Küste ist der perfekte Ort zum Entspannen. Weicher Sand, Meer, Eiscreme und kleine essbare Schnecken. Die Briten waschen diese Muscheln zuerst gründlich, um Sand und Salz loszuwerden, und kochen sie dann, bevor sie mit Salz und Essig serviert werden. Diejenigen, die es probiert haben, sagen, dass diese Schnecken nicht nur abstoßend aussehen, sondern auch eine Menge Mühe kosten, um sie aus der Schale zu bekommen. Außerdem sind die Mühen, die man für den Verzehr solcher Delikatessen aufbringt, kaum das Vergnügen wert. Obwohl einige der Meinung sind, dass der Verzehr solcher Meeresfrüchte hilft, das marine Ökosystem zu unterstützen. Wenn ihr an der Westküste Englands seid, versucht stattdessen, das traditionelle Fish and Chips zu bestellen, Fisch mit Pommes frites, bestreut mit Salz und mit Essig übergossen. Das wird eine viel vertrautere Wahl sein. Kokorich ist ein Gericht aus Lamm- oder Ziegeninnereien, in Därmen gebacken. Für viele sind Därme unangenehm. Normalerweise wird es gegrillt und mit einem Brötchen serviert. Für viele Menschen ist die bloße Erwähnung von Därmen beunruhigend, aber für Einheimische ist es ein beliebtes Straßenessen. Dennoch sollte man erwähnen, dass Kokorich einen angenehmen Geschmack hat, besonders wenn man ihn mit einem Glas Bier kombiniert. Auf den ersten Blick wirkt der Kokorich recht appetitlich. Er hat die Form eines Zylinders und dreht sich langsam über dem Feuer. Es sind jedoch tatsächlich Lammdärme, die mit verschiedenen Innereien gefüllt sind.
Um es zu Streetfood zu machen, wird das Fleisch klein geschnitten, mit Gewürzen vermischt und in ein Brötchen, Fladenbrot oder eine Tortilla gewickelt. Wenn ihr euch entscheidet, Kokorich zu probieren, bittet darum, ihn in ein Fladenbrot oder eine Tortilla zu wickeln. Die Variante mit dem Brötchen könnte weniger gelungen sein, da es möglicherweise ein Ungleichgewicht zwischen der Menge an Brot und der Füllung gibt. Das Gericht ist oft scharf oder sogar sehr scharf. Es folgt. Natto sind fermentierte Sojabohnen, die zunächst einem Fermentationsprozess unterzogen werden, wodurch sie zu einer klebrigen Masse werden, die mit Schleim überzogen ist. Das Gericht hat ein spezielles Aroma und eine klebrige Konsistenz, was es ziemlich ungewöhnlich macht. Westliche Touristen sind oft schockiert, wenn sie Natto sehen, während die Japaner es ganz entspannt in ihre morgendliche Ernährung einbauen. Wenn Essen im Film Indiana Jones und der Tempel des Todes gezeigt wird, ist es besser, auf eine Kostprobe zu verzichten. So ein Slogan könnte passen, um einige exotische Gerichte zu beschreiben. Die Japaner scheinen diesen Rat jedoch ignoriert zu haben und haben begonnen, Thunfischaugen massenhaft zu konsumieren. Ach, ja. Thunfischaugen sind auf den Märkten schwer zu übersehen, und in den Ständen Japans scheint ihr eindringlicher Blick einen geradezu einzuladen, diese Kuriosität auszuprobieren. Normalerweise werden sie gekocht und mit Sojasauce und Reiswein serviert. Der Geschmack, sagen sie, erinnert an eine Mischung aus hart gekochtem Ei und Tintenfisch. Neben dem originellen Geschmack enthalten Thunfischaugen eine große Menge an Omega-3-Fettsäuren, was sich positiv auf ihre Gesundheit auswirken kann. Wenn es dir gelingt, die psychologische Barriere zu überwinden und nicht daran zu denken, dass du ein Fischauge kaust, könnte sich deine geistige Leistungsfähigkeit erheblich verbessern. Hakal ist ein traditionelles isländisches Gericht, das aus gereiftem fauligem Haifischfleisch zubereitet wird. Der Geruch dieser Delikatesse ist so stark, dass er selbst die mutigsten Feinschmecker abschrecken kann. Die Grundlage für Hakal ist das Fleisch des Grönlandhais, das giftige Substanzen enthält, die für die Gesundheit des Menschen gefährlich sind, wenn man es roh verzehrt. Nach einem langen Fermentations- und Reifungsprozess wird das Fleisch jedoch sicher und erlangt seine einzigartige Beliebtheit. Die Geschichte der Zubereitung von Hakal reicht mehrere Jahrhunderte zurück, und Erwähnungen dieses Gerichts finden sich sogar in alten isländischen Sagen. Das Fleisch des Grönlandhais enthält eine erhebliche Menge an Harnstoff, der Ammoniak enthält, was ihm seinen charakteristischen Geruch und Geschmack verleiht. Der Zubereitungsprozess umfasst das Zerlegen des Haifischkörpers in Stücke, die dann mehrere Monate lang verrotten gelassen werden. Nach diesem Prozess sind die Stücke des scharfen, unangenehm riechenden Fleisches bereit zum Verzehr. Viele, die Hakal probiert haben, behaupten, dass es eines der widerlichsten Gerichte auf dem Planeten ist. Angesichts der Art seiner Zubereitung und des Geruchs ist es leicht, diesen Worten Glauben zu schenken. Panteri sind Bonbons mit einem einzigartigen Geschmack, den man schwer als typisch süß bezeichnen kann. Panteri gelten als eine der ungewöhnlichsten Süßigkeiten in Skandinavien. Sie tauchten erstmals 1965 in Form kleiner schwarzer Hefe mit Lakritz und Salmiak auf, verpackt in einer Pappschachtel mit einem Bild einer Panther auf dem Deckel. Später wurde eine Zuckerglasur hinzugefügt, die ihren Geschmack leicht veränderte. Die beliebteste Form von Panteri sind große Scheiben, die mit Zuckerglasur überzogen sind und in Plastiktüten verkauft werden, die mit demselben Panther verziert sind. Ursprünglich wurden nur Panteri-Bonbons mit Salmiak-Lakritz-Geschmack hergestellt, aber in den 1990er Jahren brachte die Firma Faser eine neue Produktlinie namens Panteri Mix auf den Markt, die fruchtige Geschmäcker umfasst. Es tut weh. Für die einen ist es alltägliche Straßenessen, für die anderen eine echte Herausforderung für Augen und Magen. Was kann an einem normalen gekochten Ei seltsam sein? Es stellt sich heraus, dass es viel gibt. Unter seiner harmlosen Schale verbirgt sich ein kleiner Entenküten, das direkt zusammen mit dem Ei gekocht wird. Klingt schon widerlich, oder? Befruchtete Enteneier werden etwa 20 Tage lang speziell gereift und dann gekocht, um diese ungewöhnliche Delikatesse zu schaffen. Der Prozess des Essens von Balut erfordert eine gewisse Vorbereitung. Zuerst muss man das Ei aufbrechen, und innen erwartet einen eine aromatische Brühe. An diesem Punkt hören die meisten Menschen auf, aber die mutigsten machen weiter und gelangen bis zum Embryo. Haggis ist ein traditionelles schottisches Gericht, das zwar nicht zur klassischen Straßenküche gehört, aber in Restaurants, Pubs und Geschäften in Schottland weit verbreitet ist. Man kann es praktisch in jedem Gastronomiebetrieb bestellen und auch in Fleischereien oder Bauernläden kaufen. In schottischen Fastfood-Läden wird Haggis oft als große Wurst angeboten, die im Teig frittiert ist.
In Wirklichkeit ist Haggis ein Schafsmagen, der mit einer Mischung aus Schafinnereien, Buchweizen und anderen Zutaten gefüllt ist, die der Koch zur Hand hatte. Um klassischen schottischen Haggis zuzubereiten, benötigt man Schafinnereien, Leber, Lunge und Herz. Sie werden zuerst gekocht, fein gehackt zusammen mit Zwiebeln und innerem Fett und dann mit zerkleinertem Haferflocken vermischt. Die Mischung wird reichlich mit Muskatnuss, Zitronensaft, Salbei und anderen Gewürzen gewürzt. Die erhaltene Masse wird in den gereinigten Magen gefüllt, fest zugebunden und gekocht. Echte Feinschmecker fügen den Brühe schottischen Whisky hinzu, der das Gericht während des Kochens durchdringt. Natürlich hat die Straßenküche verschiedener Länder einen ganz eigenen Charakter. Für einen unvorbereiteten Touristen kann es extrem schwierig sein, das Ekelgefühl zu überwinden, wenn man etwas von den lokalen Delikatessen probieren möchte. Ob es das wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte euch, Freunde, ein interessantes Angebot machen. Ihr habt die einzigartige Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden. Wenn ihr über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügt, Videos auf Russisch, Englisch und anderen Sprachen vertonen könnt oder ein interessantes Skript schreibt, würden wir uns freuen, mit euch zu arbeiten. Schreibt unserem Telegram-Bot. Der Link ist in der Beschreibung. Das war's für heute. Bis bald.